Schon wieder überreife Bananen und kurz davor, sie wegzuwerfen? Wartet, wartet, ich habe eine Idee. Wir machen jetzt ganz, ganz schnelle Muffins mit Hafer und Banane. Super zum Mitnehmen, super für deine Kinder, mega gesund. Lasst euch überraschen. Heute möchte ich euch meine Hafer-Bananen-Muffins zeigen. Die sind nämlich total praktisch, wenn ihr Bananen über habt. Und wenn ihr Proviant braucht, gesundes Naschen, was für die Arbeit, das ist total einfach zu machen. Ich zeige euch das mal. So, jetzt schäle ich erstmal so 6 bis 8 Bananen und dann schauen wir mal, wie viel Masse da schon ist. Wieso sind die so dunkel und so punktig? Weil du sie nicht rechtzeitig gegessen hast. So. Sind die nicht schon schlecht? Nee, wenn sie so weit sind, dann sind sie besonders süß. Das heißt, wir brauchen unsere Muffins gar nicht extra süßen, weil die Bananen schon extrem süß sind. Acht Bananen, aber die sind nicht so groß. Jetzt wird gestampft. Mit unserem Hochleistungsmixer. Einem Kartoffelstampfer. Wir können euch den, wenn ihr wollt, unten in der Videobeschreibung verlinken. So. Jetzt könnt ihr kreativ werden. Normalerweise tue ich ein paar Rosinen rein. Wir haben aber unappetitliche, gedörrte Bananen, die nicht trocken geworden sind. Ich zeige euch gleich wieso, weil wir ja hier keinen Strom aus der Leitung haben, nicht direkt. Und deswegen nehmen wir heute klein geschnittene, trockene Bananen anstatt Rosinen. Und die tue ich jetzt da rein. Ich messe mal nichts ab, das geht immer nach Gefühl. Dann habe ich ein bisschen Lebkuchengewürz. So, das war ein Teelöffel, glaube ich. Ein paar Kakaonips, selbst gemacht. Und ein paar Erdnüsse. Da könnt ihr das ganz kreativ machen. Und dann rühren wir das einfach um. Wie nennt sich das jetzt? Bananenpampe? Noch ist es Bananenpampe, weil es fehlt ja noch der Hafer. Ich wollte das nur schon mal vermengen. Jetzt kippe ich Hafer dazu. Auch nach Gefühl, weil ich das nicht abmesse. Ich gucke jetzt, dass die Masse fester wird, damit ich es dann in die Muffinsform geben kann. Ich glaube, das war schon ganz gut. Vielleicht noch ein bisschen. Vielleicht noch ein bisschen. Nicht mehr viel. Wir geben den Teig jetzt noch kurz Zeit, dass die Haferflocken die Flüssigkeit aufziehen. Und jetzt zeige ich euch, warum wir heute Muffins machen, weil genügend Strom da ist. Und warum die gedörrten Bananen nicht fertig gedörrt wurden. Denn gedörrte Bananen brauchen schon so 24 Stunden im Dörrbereit. Das hat nicht geklappt. So, hier kommt unser Strom her. Wir haben 100% und gleichzeitig noch Eingang, auch wenn sie viel ist. 155 Watt ist nicht viel, aber das reicht jetzt. Ist noch Tag, können wir jetzt die Muffins fertig machen. Und dann zeige ich euch jetzt meinen Ofen. So, ich habe jetzt hier so einen tollen Eiskugelmacher. Damit können wir den Teig richtig gut portionieren. Das mache ich total gerne. Braucht man nicht nur für Eiskugeln. Kann man nämlich tolle Muffinsformen befüllen. Wir haben wiederverwertbare Silikonförmchen. Und dann
machen wir da eine Kugel rein. Und die stelle ich jetzt hier schon mal rein. Ich zeige euch das nachher, weil ich habe ja keinen großen Backofen. Wir nehmen hier diesen Kochtopf. Ich zeige euch das nachher und mache jetzt erstmal alle Förmchen fertig. Nehmen wir blau. Erste Etage fertig. Wir gehen auf die zweite. Wir stocken auf. So, nehmen wir jetzt den Topf. Den stelle ich jetzt in meinen Backofen. Und zwar ist das hier der Instant Pot Pro Crisp Airfryer. Und der hilft uns jetzt, weil der hat diesen coolen Deckel. Das ist nicht der Druckdeckel, sondern damit kann ich jetzt alles machen, was hier auf der rechten Seite steht. Ein Airfryer, rösten, backen, grillen und trocknen, dehydrieren. Wir wollen backen. Das ist schon noch meine Standardeinstellung. Die brauchen jetzt 35 Minuten bei 185 Grad. Und Start. Bis später. 15 Minuten sagt er noch. Und da der Instant Pot hier oben heißer ist, weil da die Heizspirale ist, schauen wir mal, wie weit die oberen sind. Ja, die oberen sind fertig. Die nehmen wir raus. Und dann werden wir gleich weiter backen. Nur die untere Ebene. Jetzt nehmen wir die mal eben raus. Wie ihr seht, die unten sind noch sehr hell. Die brauchen jetzt noch die letzten Minuten. Der sagt jetzt Lit. Wir sollen also den Deckel drauf machen. Und dann wird er automatisch weitermachen, da wo er aufgehört hat. So, jetzt hätten wir die Backofentür nur kurz auf und zugemacht. Weiter geht's. Ene, mene, 1, 2, 3. Fertig ist der Kartoffelbrei. Nein, die Muffins. So schauen sie aus. Und diese praktischen Förmchen verlinke ich euch unten. Ich liebe die. Ich habe die schon ganz lange. Funktionieren immer noch. Super. Und denkt dran, falls der Hunger nicht ausreicht, die halten ein paar Tage im Kühlschrank. Also 10 bis 11 Törtchen kommen dann daraus aus den 8 schlanken Bananen, die wir hatten ganz am Anfang.